Hallo, was geht? Mein Name ist Jonas und willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute geht es um ein sehr spezielles Thema und zwar geht es genau genommen um... Alter, what? Ich kann mich doch jetzt nicht einfach sitzen lassen. Schluss machen per SMS. Das ist doch nicht okay, oder? Also Leute, wenn eine Beziehung auseinandergeht, ist es oft kompliziert. Für beide Seiten. Auch für denjenigen, der sich trennen will. Wir erklären euch heute, wie ihr einen fairen Abgang macht und was absolute Break-up-No-Gos sind. Schluss machen per Direct Message. Das geht gar nicht, oder? Nein. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Und welche das sind, das erzählen wir später. Was bei einer analogen Trennung natürlich schwer ist. Man muss die Eier haben, die Situation auszuhalten und seinem zukünftigen Ex-Partner in die Augen schauen. Damit es aber nicht unmenschlich hart für dich und dein Gegenüber wird, solltet ihr Folgendes beachten. Wählt den richtigen Zeitpunkt. Ich meine, den perfekten Zeitpunkt wird es sowieso nie geben. Aber zum Beispiel einen Tag vom Geburtstag eures Partners, an Weihnachten, bei einem Jobwechsel oder bei einem Trauerfall ist vielleicht eher schlecht geeignet. Was hast du dir denn da überlegt? Hä? Aber das sind doch meine Sachen. Ja, also ich will mich von dir trennen und ich dachte, du brauchst sie wieder. An meinem Geburtstag? Trennst du dich? Und das ist dein Geschenk? Wählt einen entspannten Ort. Zu Hause ist besser als in der Öffentlichkeit, denn bei einer Trennung fließen oft Tränen. Das macht man lieber zu Hause als vor Wildfremden. Also Vanessa, deswegen ist jetzt Schluss. Was? Es ist Schluss. Ich verstehe dich nicht, was? Es ist Schluss! Nehmt euch Zeit. Eine Trennung kann auch mal länger als 5 Minuten dauern. Vanessa, ich muss jetzt wirklich los, okay? Alles Gute dir noch, ja? Beim Gespräch gilt, nicht lange fackeln, raus mit der Wahrheit. Menschen wollen schlechte Nachrichten sofort hören und nicht lange auf die Folter gespannt werden. Also es ist ganz schön heiß heute draußen. Ja, es ist Sommer. Ein kleiner Puffer ist trotzdem wichtig. Also nicht einfach raushauen, ey, es ist Schluss. Es reicht ein Satz zur Einleitung, zum Beispiel der Klassiker, wir müssen leider reden. Oder ich möchte mit dir über uns reden. Dann kann sich der andere ein bisschen vorbereiten. Du wolltest reden. Ja, wir sollten reden. Wir sollten reden. Außerdem keine Schuldzuweisung. Bleibt sachlich und respektvoll. Ihr habt euch ja wahrscheinlich sogar mal geliebt. Sonst endet die Trennung nachher noch in einem Drama. Und versetzt euch in die Lage des anderen. Überlegt euch, wie ihr an seiner Stelle behandelt werden wolltet. Und du bist halt auch einfach generell scheiße. Weißt du, wie lange du mir schon auf die Nerven gehst? Allein schon diese Sache. Weißt du, jedes Mal, wenn du was kochst, fragst du mich, oh, wie schmeckt's? Es schmeckt nicht. Es hat noch nie geschmeckt. Du hast immer gesagt, es schmeckt sehr gut. Oh ja, Komm natürlich. bitte weiter. Natürlich sag ich das. Ach ja, das sagt ja die schöne Journalistin. Ja. Oh, ich bin Lisa und ich bin Journalistin. Im Gegensatz zu dir besteht Wann mein hast du mal was Kanal geschrieben? nicht daraus, dass ich Ja, wann hast du aber das letzte Mal was geschrieben? So ein paar Selbst Selbstexperimente zu machen, ja klar, das kannst du immer, ne? Was ist eigentlich mit deinen Haaren im Abfluss? Weißt du, wie widerlich das ist? Meine Haare, das sind doch deine Haare. Folgende Sprüche gehen bei einer Trennung so gar nicht. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich bin nicht gut genug für dich. Oder der hier. Wir haben zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Und der schlimmste Satz von allen, aber lass uns Freunde bleiben, ja? Das alles sind durchgenudelte Floskeln, die niemand hören will. Also es ist viel einfacher zu sagen, lass uns doch Freunde bleiben, als vielleicht ganz deutlich zu sagen, es war schwierig in der Beziehung, eigentlich möchte ich keinen Kontakt mehr. Also in der Regel nutzen wir Floskeln, weil wir uns das Leben leicht machen möchten. Es gibt beim Schlussmachen Dinge, die sind definitiv wichtig, der anderen Seite zu kommunizieren, und es gibt Dinge, die muss die andere Seite nicht wissen. Einfach weil es vielleicht möglicherweise nur verletzend ist, der andere aber damit gar nichts anfangen kann. Wenn ich mich beispielsweise in jemand anderen verliebt habe, dann hat das vielleicht mit meinem aktuellen Partner gar nichts zu tun, und dann muss ich das auch nicht unbedingt kommunizieren. Und noch was. Wie und wo ihr Schluss macht, ist eure Wahl. Nur gar nicht Schluss machen geht gar nicht. Ghosting, also den anderen ohne Begründung auf allen Kanälen zu ignorieren, ist total verletzend und gehört sich einfach nicht. Und außerdem weiß der andere einfach nicht, was Sache ist. Jetzt hat die mich einfach weggedrückt? Ja, und wie ist es jetzt mit dem Thema Schluss machen per Text? Ich persönlich find's echt daneben. Was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Ich kenne aber auch Leute, die das anders sehen.
Vanessa? Ja, Jonas, ist ja gut. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber hört erst mal zu. Meine erste richtige Beziehung endete mit 18 nach einem Jahr, weil mein damaliger Freund zurück nach Dänemark gezogen ist. Wir hatten dann noch einige Wochen eine Fernbeziehung, aber bei meinem letzten Besuch hat er dann mit mir Schluss gemacht. Das hat sich dann ziemlich scheiße angefühlt, wenn du ein Wochenende mit jemandem verbracht hast und am Sonntag dann gehört hast, du, ich glaub, wir sollten es lassen. War dann so ein bisschen, als ob er es unnötig hinausgezögert hätte, nur weil er nicht per SMS Schluss machen wollte. Deshalb finde ich es vollkommen okay, dass man Fernbeziehungen auch per Anruf oder Nachricht beendet. Klingt jetzt für viele wahrscheinlich hart, aber ich finde, wenn es sowieso nach ein paar Monaten vorbei ist, dann muss man nicht mit einem schlechten Gefühl im Bauch unnötig aufs nächste Treffen warten, wo dann eh nur Schluss gemacht wird. Verstehe. Aber lasst uns doch mal nachfragen. Wie sieht das die Schlussmachexpertin? Grundsätzlich sollte man beim Schlussmachen eigentlich immer das persönliche Gespräch suchen. Es gibt allerdings auch Fälle, wo es sinnvoll sein kann, zum Beispiel über einen Brief, über eine WhatsApp oder irgendeine Form von Nachricht sich zu trennen. Das sollte man allerdings nur dann tun, wenn man tatsächlich Sorge hat, dass der andere überreagiert. Das heißt, wenn ich Angst habe, dass der zum Beispiel körperlich gewalttätig wird oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich sonst überhaupt gar nicht trennen kann, dann ist immerhin auch noch eine Nachricht besser. Allerdings, wenn wir tatsächlich eine Nachricht schreiben, dann sollten wir das immer so machen, dass wir dem anderen wenigstens erklären, warum wir uns trennen. Und wenn der Zug wortwörtlich schon abgefahren ist und man per SMS Schluss machen muss, dann wenigstens so. Achte darauf, dass eure Nachricht erstens klar, schlicht und knapp formuliert ist, damit da möglichst wenig Raum für Interpretationen bleibt. Kleiner Tipp, zu knapp ist auch nicht geil. Bleibt zweitens respektvoll und werdet nicht unnötig verletzend. Die Situation an sich ist schon schlimm genug. Für den persönlichen Touch kann ein Brief eine gute Option sein. Und deswegen ist es mit uns jetzt leider vorbei. Ja, super. Obwohl ich das bei Fernbeziehungen total in Ordnung finde, wenn man sich digital auseinander dividiert, ist es natürlich was anderes, wenn man in einer langfristigen, ernsthaften Fernbeziehung war. Dann sollte man auf jeden Fall schon vorher mit dem anderen Partner ein Gespräch suchen und sagen, dass man mit der Beziehung nicht mehr so glücklich ist. Vielleicht geht es dem Partner ja genauso oder man kann noch irgendwas ändern, um die Beziehung zu retten. Schlimmer als das Schlussmachen ist nämlich das Schlussmachen aus heiterem Himmel, denn das tut am meisten weh. Wie eine Fernbeziehung funktioniert, könnt ihr euch in unserer Folge zum Thema anschauen. Die haben wir für euch oben verlinkt. Wenn man sich aber trotzdem fair und sauber getrennt hat, ist es dennoch nicht vorbei. Denn oft bleiben Paare nach der Trennung bei Facebook und Co. noch befreundet. Und das macht das Loslassen natürlich ganz schön schwer. Über 60% der Facebook-Nutzer gaben bei der Umfrage an, dass sie viel Zeit investiert haben, Nachrichten und Postings der Ex-Partner zu analysieren. Ungefähr genauso viele sagten, dass das Aktualisieren des Beziehungsstatus auf Facebook eine Flut von besorgten oder teilweise sogar taktlosen Nachrichten von Freunden und Verwandten verursachte. Nach einer Beziehung ist erstmal Abstand sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir in Kontakt bleiben, vielleicht auch tatsächlich so viel Kontakt haben, wie es zuvor in der Beziehung war, machen wir uns das Leben sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen machen wir es aber auch unserem Partner schwer, der ja jetzt auch mit der Trennung klarkommen muss. Blockieren würde ich allerdings den Ex-Freund oder die Ex-Freundin eher nicht unbedingt direkt. Es kann häufig nochmal ein ganz, ganz harter Schlag ins Gesicht sein, wenn er oder sie dann feststellt, oh, der andere hat mich überall blockiert. Da fragen sich die Leute häufig dann, warum ist das der Fall, was habe ich verbrochen? Die leiden natürlich sowieso schon unter der Trennung und dann kann das extrem hart sein. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich kann mich überhaupt nicht lösen, dann kann es durchaus auch mal sinnvoll sein, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zu blockieren, einfach damit ich nicht mehr in Gefahr komme, den anderen zu kontaktieren. Aber ich muss natürlich auch immer im Blick haben, dass der andere das mitkriegen könnte und mir überlegen, wie das bei ihm ankommt oder ihr. Also, macht Nägel mit Köpfen. Speichert alle gemeinsamen Bilder auf der Festplatte, sodass ihr sie nicht ewig auf dem Smartphone habt. Löscht die gemeinsamen Fotos und Verlinkungen auf Social Media. Löscht euren Gesprächsverlauf bei eurem Social Media Messenger. Hört auf, Freunde nach eurem Ex-Partner zu fragen. Und wenn ihr nicht loskommt, löscht die Handynummer und euren Ex-Partner aus euren sozialen Netzwerken. Klingt hart, aber je länger ihr das Ganze vor euch herschiebt, desto länger wird der Liebeskummer dauern. Wie viele von euch wissen, habe ich mir in puncto Schlussmachen schon einmal einen Prank erlaubt. Das kam nicht so gut an. Um das direkt auf den Punkt zu bringen, dass ich dann wieder zurück nach Köln ziehe. Ja, willst du dann eine Fernbeziehung oder was? Man weiß ja eh, dass Fernbeziehung direkt zusammen. Weißt du, du weißt ja, dass das nicht klappt. Nee.
Deswegen rate ich euch, macht nur Schluss, wenn ihr es auch wirklich so meint. Also, bleibt beim Schlussmachen ehrlich, fair und direkt. Per SMS Schluss machen ist nur im Ausnahmefall okay. Gebt eurem Partner die Chance auf ein persönliches Gespräch. Und bleibt danach hart. Zwanghaft Kontakt halten und Social Media Stalking machen es nur unnötig schwer. Euren Ex-Partner auf Social Media bloßzustellen ist übrigens auch total daneben. Haltet euch einfach zurück und konzentriert euch einfach auf euer Leben. Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, dann könnt ihr euch auch an die Telefonseelsorge wenden. So, Freunde, wir sind quasi wieder am Schluss dieser Folge angekommen. Uns würde jetzt interessieren, habt ihr schon mal so eine richtig schlimme Horrortrennung durchgezogen oder seid ihr schon mal abserviert worden, Vanessa? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und wenn wir euch mit der Folge weiterhelfen konnten, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Und in der Infobox findet ihr jetzt noch ein weiteres cooles Funkformat und an der Stelle ist Schluss. Schluss. Wie? Schluss. Vorbei. Wie Schluss? Schluss? Ja, wir machen Schluss. Ist doch nicht so schlimm. Komm. Nein, wir schaffen das. Hey. Aber warum ist denn schon Schluss? Ganz ruhig. Durch die Nase. Ihr habt gesagt, wir drehen länger. Ja. Vanessa, nächstes Mal wieder alles gut. Alles gut. Und hier ein Loch, aber das ist, glaube ich, ein Loch, das gehört da nicht rein. Genau hier durch. Nein, das gehört doch nicht. Hast du den wenigstens selbst gebacken? Der ist von Backwerk. Oder einer anderen Bäckerkette. Denn wir legen uns hier nicht fest. Oder Le Crobac. Oder Kamps. Oder Ditch. Schluss machen per Direct Message zum Beispiel. Schluss. Posts und Nachrichten ihrer Ex-Partner zu analysieren.